Hallo zu einem kleinen Tutorial zur Ergänzung meines Waffensystems. Sollte ein Messer ursprünglich werden, aber dann bin ich doch auf die Ferne gegangen zur Erweiterung meines Scharfschützengewehrs für meinen Mandalorian, den Bangno Fett. Ja, nachdem ich auch einer bin, der nicht gerne bis zum Schluss wartet, um die Ergebnisse zu sehen bei solchen Tutorials, hier gleich am Anfang mal ein Bild, wie das Ganze fertig aussieht. Ja, man guckt natürlich im Internet, wie haben es andere gemacht, man sieht tolle Ergebnisse, speichert sich natürlich gleich die ab, die einem gut gefallen, vergleicht dann auch, wie haben es die anderen gemacht, wo haben die es herbekommen. Ich habe dieses Mal mir zwar auch die Dateien heruntergeladen für den 3D-Druck, aber leider konnte ich auf meinen Bekannten, der gerade selber noch 2 Projekte am Laufen hat, nicht zugreifen. Und fürs Cosplay finde ich auch, sind die ein oder anderen Waffen, die zusammengeklebt sind, nicht unbedingt geeignet. Also habe ich weitergeguckt im Internet, was gibt es für Alternativen. Klar, die Bausätze, die fertigen, in jeder Preisklasse. Bin dann über die Nerf Gun gestolpert. Und der Preis fand ich auch auf verschiedenen Plattformen noch etwas hoch. Habe dann letztendlich bei einem dieser Online-Händler eine große Verpackung bekommen, in der ich mich jetzt gerade verstecke, weil ich eine Kieferoperation gehabt habe und eine ziemlich geschwollene Backe habe. Also so schaut das Ganze aus, wenn ich es ausgepackt hatte. Meine Hunde waren nicht weiter verdutzt. Das typische Werkzeug, Schleifpapier, gute Pinsel, gutes Klebeband, Aceton zum Entfetten, dann natürlich eine gute Unterlage. So sieht das Ding natürlich noch ein bisschen aus wie ein Spielzeug. Das heißt also, man muss erstmal die ganzen CE-Zeichen, das Branding wegschleifen. Dazu nehme ich einen Winkelschleifer im Normalfall mit einem feinen Sandpapier. Auch wenn es eine tolle Sache ist, dass es ein offizielles, lizenziertes Star Wars Produkt ist. Weg mit dem Logo, das sieht natürlich auf einer Cosplay-Waffe ein bisschen blöd aus. Also auch das dann ordentlich wegschleifen auf beiden Seiten, damit es weitgehend neutral aussieht. Ja, dann hat man die normalen Utensilien, wie gesagt ein gutes Klebeband. Hier die Halter fand ich ziemlich gut in diesem Silber, die wollte ich unbedingt erhalten. Dem Gold, naja gut, da muss man gucken, wie das dann später ausschaut, wenn man es ein bisschen schleift. Ich habe dementsprechend die Teile gut abgeklebt. Da habe ich ja nicht so viel Erfahrung, aber wenn man Leuten wie den Adam zuschaut auf YouTube, dann merkt man relativ schnell, je besser man das macht und je mehr Zeit man sich da nimmt, desto weniger Zeit hat man hinterher zum Aufbereiten der Farben. Klar, das, was man lackiert hat, kann man natürlich gut abkleben, beziehungsweise von vornherein schon kleben. Ich mache das ganz gerne mit Plastiktüten, damit auch der feine Sprühnebel außer den Händen und auf dem Balkon nicht woanders noch landet. Die entsprechenden Farben sind bei mir jetzt hier Silber, Hammerschlagfarben, dann schönes dunkles Braun. Der Schaft war ja schon braun, aber ich wollte einfach, dass das vordere Teil auch in derselben Farbe ist, also habe ich den Schaft natürlich auch nochmal mit lackiert. Schwarz habe ich normalerweise immer zu Hause, ist auch meine Lieblingsfarbe beim Lackieren, weil man dann im Endeffekt dann gleich sieht, dass es hier um eine Waffe geht. Hier in dem Fall habe ich jetzt schwarz mal als letzten Layer aufgetragen, auch im Zielfernrohr sollten die beiden vorderen Hülsen schwarz werden, alles andere Silber, Hammerschlag-Effekt. Ja, dann kommt es aber trotzdem irgendwann mal zum schönen Schwarz. Das ist immer für mich der Moment, wo das Ganze dann auch richtig plastisch wirkt. Klar, Stoßkanten und sowas mache ich später noch mit Weathering, mit Silberstift, den ich dafür verwende, Chromstift mit Verwischeffekt, aber so ist der Stand. Dann habe ich ganz gerne einen kleinen Föhn dabei, nicht nur damit es schneller geht, sondern auch, dass wenn die Farbe noch nicht ganz trocken ist, die schwarze, dann kräuselt die sich im Normalfall so ein bisschen, wenn man mit dem Föhn drüber geht. Das hat für mich so den Effekt, das sieht wirklich aus wie eine Waffenlackierung im Endeffekt. Also es muss nicht matt oder glänzend sein, sondern einfach diesen Kräuseleffekt. Hier sieht man das gleich ein bisschen besser. Ja, man muss natürlich aufpassen, dass man mit der Düse dann nicht an die frische Farbe rankommt. Aber es kräuselt sich eigentlich ganz gut. Je dicker der Lack ist, desto stärker ist dieser Kräuseleffekt. Ja, nur wenn man halt wieder zu viel nimmt, dann hat man wieder die Nasen drin. Hier sieht man es ziemlich gut. Ja, ist ein bisschen schwierig gleichzeitig zu filmen und zu föhnen. Ja, also hier kräuselt sich das schon langsam. Ihr seht auch, ich habe das nicht so hundertprozentig abgeklebt, weil ich beim Weathering mit
Metallfarben dann noch arbeite. Ich habe auch die Schrauben nicht zugeklebt, bewusst, weil man hier zum Beispiel die Batterie drin hat für Sound und Zielfernrohr. Ja, jetzt geht der Spaß von vorne los, von hinten los. Ja, das Auspacken ist eigentlich immer so der Aha-Effekt. Ich mache das manchmal auch ein bisschen zu schnell und kann nicht ganz so lange warten. Wenn man natürlich so ein tolles Wetter hat wie heute, dann geht das Ganze relativ schnell. Ich lasse mir da auch ein bisschen mehr Zeit. Also man sieht jetzt schon den Kontrast von Schwarz zu Marmerschlagsilber. Das ist immer so der erste große Aha-Effekt. Ist auch das, was mir persönlich dann am meisten Spaß macht bei dem Ganzen, um gleich sein Ergebnis zu sehen. Ja, also so ein Klebeband, eine halbe Rolle ist bei mir immer schnell weg, wenn man irgendwas macht. Wie gesagt, also bei den Waffen hatte ich bisher eigentlich immer auf 3D-Druck setzen können. Ich habe die Waffe halt jetzt für einen halben Preis bekommen oder weniger für einen halben Preis bekommen, weil die angeblich nicht schussfähig ist. Ich habe aber gesehen, dass man innen drin, da ist ein Teil gebrochen, das wird wieder geklebt und dann werden diese Nerf-Darts dann wieder passen und wieder funktionieren. Aber das ist beim Cosplay für mich jetzt nicht entscheidend. Sound geht, Zielfernrohr ist beleuchtet. Auch ein Vorteil, wenn man sowas dann aus dem Cosplay sich selber baut, 3D-Drucker, Soundmodule dann einzubauen. Ja, ich habe für das Ding jetzt 60 € gezahlt, ist alles drin. 2 Batterien kommen rein. Theoretisch kann man es noch als Spielzeug benutzen und damit schießen. Brauche ich jetzt für meinen Fall nicht. Das ist auch erstmal der erste Step. Ich wollte heute irgendwie den Tag füllen damit. Und nachdem er dann innerhalb von 2 Tagen auch gleich das Paket da war, konnte ich jetzt gerade nicht warten. Ich muss jetzt durch meinen Abhang von meiner Kiefer-OP zu Hause bleiben und habe die Zeit dann ein bisschen genutzt. Ja, wer das schon mal selber gemacht hat, der kennt diesen Fieselkram. Je genauer man abklebt, desto mehr muss man hinterher halt auch die Dinger wieder auseinanderfieseln. Aber desto besser und desto genauer sind dann eigentlich auch die Ergebnisse. Man braucht dann relativ wenig Nacharbeiten. Bei der Waffe war es mir jetzt natürlich auch wichtig, dass man den Weathering-Effekt hinbekommt. Also die Waffe da, wo sie vielleicht im wahren Leben dann auch Stoßkanten bekommen würde. Ich spiele auch Airsoft und dann sieht man eigentlich an den Airsoft-Waffen, die aus Metall sind, sieht man eigentlich relativ schnell beim Spielen, ja, wo die Kontaktflächen sind im Gelände, wo die Stoßkanten sind, wo sich wie die Farbe dann abstoßt oder das Metall rauskommt. Und das Ähnliche möchte ich irgendwie bei meinen Cosplay-Waffen auch mal erzielen. Klar gibt es Leute, die da mit Airbrush viel bessere Ergebnisse hinbekommen. Aber hier geht es mir einfach ums Cosplay. Das ist also jetzt nichts für die Vitrine. So dass auch mal ein Bruch an der Waffe, hatte ich letztens bei einem Handblaster in der Schweiz. Basel Fantasy, kann ich übrigens nur empfehlen, eine ganz tolle Veranstaltung. Ist mir leider der Lauf abgebrochen, ja, aber dann wird das mit Heißklebepistole wieder geklebt und gut ist. Ich habe eigentlich auch immer meine schwarzen und silbernen Stifte dabei, dass man immer solche Stoßkanten nachbearbeiten kann. Ducktape ist natürlich auch immer in schwarz mit dabei, so dass wenn man jetzt hier die Sticker abzieht im Endeffekt, ab und an mal so kleine Abrisskanten bekommt oder dann jetzt spätestens feststellt, boah, hast du doch nicht so toll abgeklebt, da ist doch eine kleine Kante noch zu sehen. Das sind dann oft Kanten, die man dann gerade für das Weathering ganz gut nutzen kann und hier dann einfach mit einem Silberstift oder dann, je nachdem was man für eine Farbe braucht, mit einem schwarzen Permanentstift drüber geht. Ja, so dass dieses nicht hundertprozentige Abkleben bei mir jetzt keine Rolle spielt. Wie gesagt, ich verkaufe die Dinger nicht, ich baue das nur für mich selber. Die kommen nicht in die Vitrine. Natürlich hängen sie zum Schluss irgendwie an der Wand, neben meinem Kostüm, neben meinem Cosplay. Und auch da stößt ab und zu mal jemand dran oder es fällt mal runter, kann irgendwas brechen. Deswegen, also 3D-Druck fand ich jetzt bei diesen doch filigranen Bauteilen ein bisschen Risiko. Mir ist mein Blaster einmal vor der Comic-Con in Dortmund runtergefallen. Der wäre fast die Comic-Con zu Ende gewesen. Aber ich konnte es dann mit
Ducktape und schwarzen Binden konnte ich es dann so flicken, dass man es mit den Handschuhen dann verdecken konnte. Ansonsten ist natürlich, ja, Mandalorian ohne Waffen, ist in dem Fall ja unsere Religion, ein bisschen albern auf einer Cosplay-Veranstaltung. Ne? Ja, dazu kommt, dass mein 3D-Blaster wirklich Massivmaterial ist. Der hat auch ein ganz schönes Gewicht. Ich hatte einmal das Snipergewehr hier im 3D-Druck in der Hand. Das ist eigentlich genauso schwer, obwohl es viel größer ausschaut. Aber ich dachte mir einfach jetzt, wie schnell kommt man irgendwo mal mit dem Förderteil hin? Hat es vielleicht dann doch nicht so hundertprozentig verbunden, die Bauteile untereinander. Und wenn so eine Waffe dann die einzige ist, die man dabei hat, dann ist es halt schade. Also ich habe meinen Darksaber noch mit dabei, einen Handblaster und einen normalen Blaster. Und jetzt ist hiermit quasi mein dritter Blaster und meine vierte Waffe mit dabei. Die habe ich nicht immer alle bei jedem Veranstaltung mit dabei. Hier muss man mal gucken, ob ich den immer und überall dabei haben werde. Vom Transport her kommt das Ganze bei mir in richtige Waffenkoffer. Die haben bloß mal den Nachteil, dass die nicht ganz so hoch sind, weil echte Waffen teilweise dann deutlich schlanker sind. Dann nehme ich dann den Schaumstoff raus und mache den etwas dünner und dann kann man die bruchfrei transportieren. Aber wie gesagt, bei einer Cosplay-Veranstaltung, wenn man jetzt nicht nur als Cosplayer unterwegs ist, ich habe meistens so 4 bis 6 Stunden habe ich meine Rüstung an. Natürlich, this is the way, bleibt der Helm auf dem Kopf. Deswegen ist es dementsprechend anstrengend. Ich habe aber in einem anderen Video auch gezeigt, wie ich mir ein Lüftungssystem reingebaut habe. Zum einen, um das Beschlagen zu verhindern und auch ein bisschen Kühlung drin zu haben. Bei mir ist der Helm in der Größenordnung so, dass ich oben ein bisschen mehr Schaumstoff brauche, damit der ein bisschen mehr nach oben geht. Passt zur Gesamtfigur auch ein bisschen besser, aber je größer, desto besser finde ich beim Mandalorian. Ich sage minus 1,76, mit Stiefeln 1,77 und finde, dass der Helm ein bisschen weiter nach oben gehört und man dementsprechend einen langen Kragen haben sollte. Ja, und deswegen habe ich dann meistens irgendwie eine dicke Mütze noch auf zur Kopfhaube. Deswegen kann so ein bisschen Kühlung kann dann nicht schaden. Weil hier hat man jetzt im Endeffekt das Allermeiste schon weggefutzelt. Klar bleibt da eine Menge übrig. Im Normalfall gibt es immer dann zum Schluss einen Tennisball zum durch die Gegend werfen. Das Gold werde ich auch noch bearbeiten. Das finde ich ein bisschen kitschig. Also das zu unecht. Also es wird wirklich wie echtes Gold, aber so sieht eine Waffe nicht aus. Und die im Film war auch nicht so farbig so abgestellt. Ja, im Endeffekt ist es immer die Situation, dass man beim Cosplay natürlich angesprochen wird von den Leuten, die gar keine Ahnung haben. Bist du Boba Fett? Man muss ja mal erklären, dass du als Boba Fett auch ein Mandalorian bist, aber nicht jeder Mandalorian Boba Fett ist. Dazu kommt natürlich der Hype über The Mandalorian, den Djarin, der natürlich diese Waffen hat und die über den Film natürlich dann auch bekannt sind. So, und ich kombiniere das Ganze, Freestyle. Ich möchte aktuell von keinem Gruppen irgendwie approved werden. Ich werde zwar regelmäßig auf Cons angesprochen, ob ich nicht auch Bock habe, irgendwo zu einem Clan dazugehören. Aktuell bin ich lieber als Freestyle unterwegs, kurzfristig, spontan, wenn ich Lust habe und Zeit habe, fahre ich irgendwo hin und möchte dann eigentlich mich nicht irgendwie einem Gruppenzwang unterwerfen. Ja. Ich habe zwar Bekannte, die auch Charity-Veranstaltungen machen, wo ich gerne dabei bin. Ja klar, zeigt man sich gerne, das ist als Cosplayer natürlich selbstverständlich. Viel sind es die Kinder, die einem Spaß machen. Ich habe angefangen im Cosplay mit einem Panda-Kostüm, da war natürlich das für Kinder noch viel interessanter. Aber sobald es irgendwie eine Charity-Aktion gibt, gerade für junge Menschen und für Kinder, bin ich natürlich immer gerne dabei, ja, kostenlos meine Freizeit zu investieren. Ja, Reise waren wir dieses Jahr einmal in Köln, einmal in Basel in der Schweiz und in Dortmund auf der Comic-Con. Alles 3 super Veranstaltungen. Neumünster steht noch im Haus. Da bin ich eingeladen worden als Walking Act. Da werde ich
teilnehmen und gleich einen Abstecher zur Outpost machen in Lübeck mit einem kleinen Fotoshooting. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich für Cosplay und Star Wars interessiert. Müsst ihr mal googeln, outpostone.de, wer es nicht kennt. Da will ich die Waffe gerne mit dabei haben. Also fürs Fotoshooting ist die Waffe, denke ich mal, schon mal ganz gut. Cosplay, Alltagstauglichkeit muss halt dann noch erweisen, dass ich dann Bock habe, die regelmäßig mitzunehmen. Ja, so sieht sie dann entklebt aus. Sieht auf dem Video jetzt immer erst besser aus, wie es in Realität ausschaut, wenn man ins Detail guckt. Aus ein paar Stellen erkennt man jetzt hier schon, wo man natürlich wie immer nacharbeiten muss. Hier oben kommt das Orange raus. Aber es ist genauso eine Stelle am Griff, wo man ja hinfasst, wo eine Schelle ist, eine Verbindung ist. Und genau da werden wir das Weathering sowieso auftragen. Man sieht jetzt hier auch am Lauf, dass teilweise Spuren drin sind. Bei dem Silber zum Beispiel. Ich mache das mal ein bisschen dicker, wenn ich so Silberfarben habe. Und gehe da mit einem kleinen Lappen oder einem Schwamm drüber. Ja, dass man auch so einen kleinen 3D-Effekt dann hat, wenn man das dann später dann mit Farbe den Effekt rausholen will. Ja, hier sind zum Beispiel so weiße Stellen, die man gleich sieht. Da habe ich jetzt mal so einen guten schwarzen Stift, der habe ich mal in einem Set gekauft mit dem Liquid Chrome. Der ist ziemlich gut, auch wenn man was verwischen will, passt der gut. Es gibt ja permanente Stifte, die lassen sich nicht wischen, der lässt sich wischen. Habe ich eigentlich immer mit dabei zum Nacharbeiten. Also einfach mal kurz drauf getan und dann verwischt, ja, in Schussrichtung oder gegen die Schussrichtung. Ja, das sind die Stellen, wo meine Airsoft-Waffen halt auch Macken haben. Ja, und deswegen ist auch nicht ganz so wichtig, dass man das nicht, ich das zumindest nicht so hundertprozentig kann. Wie gesagt, mit Airbrush kenne ich mich gar nicht aus. Ist sicher eine tolle Sache, wenn man da im Makrobereich tolle Effekte erzielen will. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Kommt vielleicht irgendwann mal, wenn ich mehr Zeit habe. Also auch hier, die Schrauben sind offen. Ja, da mache ich später so Gummikappen drauf. Die gibt es hier im Baumarkt bei uns. Die werden dann auch wieder gewettert oder halt selber gemacht. Sodass man die halt dann rausnehmen kann und dann die Waffe nochmal zerlegen kann. Ja, bestimmte YouTuber zeigen das immer und zerlegen halt wirklich die Waffe komplett mit allen Schrauben. Ich kenne mich mit der Technologie von der Nerf Gun überhaupt nicht aus. Also wenn mir da eine Feder ins Gesicht springt oder so, weiß ich sicherlich nicht, wie ich die zusammenkriege wieder. Deswegen lasse ich das. Die Schrauben sind aber abgeklebt beim Lackieren, sodass man die dann auch jederzeit wieder rausmachen kann. Ja, hier sind genau diese Kanten. Ne? Also ich finde, wenn man da dann ein bisschen mit Schwarz dagegen arbeitet, das verwischt, dann sieht es halt ein bisschen echter aus. Wie gesagt, Airbrusher legen hier nochmal eine Schippe drauf. Auch an der Mündung. Ja, also da finde ich, ist immer besonders effektiv, wenn man da auf 3D-Effekten hier mit diesen Nasen und den gebürsteten von der Farbe das nochmal ein bisschen verstärken kann. Ja, Stoßkanten sind alle schwarz. Bei schwarzen Waffen dann oder bei schwarzen Bauteilen Silber. So mache ich das. Ist ja kein Tutorial, wie man es machen muss. Ist ja nur ein Tutorial, wie ich es jetzt gemacht habe. Anregungen gerne in die Kommentare. Freut man sich natürlich drüber. Auch Bilder dann dementsprechend als Kommentare. Ich habe das normalerweise auf einem kleinen YouTube-Kanal. TikTok natürlich und ja, Cosplayer sind auf Instagram. Da werde ich dann auch mal die Diskussion erwarten von vielen Freunden und Followern und Leuten, denen ich folge. Ja, so habe ich es jetzt gemacht. Anregungen, wie gesagt, immer gerne und vergleichen auch. Man darf nicht vergessen, die Waffe hat jetzt, wenn sie fertig ist, ja, vielleicht 70 Euro gekostet. Ja, also 60, nee, stimmt nicht ganz, 60 Euro, 3,50 Euro Versand, also 63 Euro. Farben hat man, Schleifpapier hat man, aber irgendwann, ich sag mal so ein Zehner für Farben, wenn man alles zusammenrechnet, muss man ja trotzdem fairerweise rechnen. Also lasst das Ding 75 Euro gekostet haben. Und wenn ich es ja, aus der Ferne mit ein paar Bildern vergleiche, mit Waffen, die ja teilweise 300, 400 Euro kosten,
Da muss man natürlich dann berücksichtigen, dass die Leute sich natürlich auch viel Zeit nehmen. Die schönen Waffen, die man von guten Bauern findet, kommen meistens aus Übersee, sind sehr, sehr lange unterwegs und die Wahrscheinlichkeit, dass was beschädigt wird beim Transport, hatte ich jetzt bei Freunden also sehr, sehr häufig schon, dass man ein bisschen nacharbeiten muss, sich mit dem Verkäufer zusammensetzen muss, ob es irgendwie einen Rabatt gibt und eine Möglichkeit, wie man das Ganze dann ja, friedvoll lösen kann. Streitigkeiten wie bei eBay oder eBay Kleinanzeigen gibt es halt bei Etsy etc. nicht. Schwierig. Also ich versuche immer bei denselben Leuten zu kaufen, wo ich schon vorher Teile gekauft bekommen habe, wo das funktioniert hat. Und da hat halt nun mal nicht jeder alles und auch nicht jeder die Kapazität in der Stückzahl zu bauen, dass immer was da ist, was man dann gerade gerne hätte. Das ist speziell bei Elektronikbauteilen. Ja. Elektronikbauteile habe ich in meiner Rüstung nicht so viel verbaut. Allerdings arbeite ich mit einem Zielerfassungsdisplay und Ortungssystem links. Und rechts habe ich einen kompletten Umbau gemacht. Könnt ihr euch ja auch mal in anderen Videos angucken bei Gelegenheit. Ja, von den Waffen, denke ich mal, wird das jetzt so erstmal das letzte gewesen sein. Granaten weiß ich jetzt nicht. Das ist mir zu sehr auf den Film dann irgendwie auch basiert. Ninjarin, ja, die Waffe jetzt auch. Aber die gab es auch in den Filmen schon vor der jetzigen Disney Plus Serie. Weil so ist es jetzt im Endeffekt mal in der Sonne gut getrocknet. Wie gesagt, das Gold ist noch ein bisschen, ja, glänzt jetzt extrem. Wenn man es ganz leicht anschleift, ist man auch ganz schnell durch, dass man auf die weiße Farbe kommt, aufs Plastik kommt. Aber man kann es mit so einem Sponge kann man es leicht anrauen. Vielleicht lasse ich es auch so. Mal gucken. Ja, die Zieloptik funktioniert mit 2 kleinen Batterien. Hier nochmal eine Rüstung mit Bangofett. Ich bin einer von denen, der die Hose in den Schuhen trägt, weil das jeder Soldat in jedem Film in der Vergangenheit und der Zukunft so tut. Beim Cosplay wird oft mit Schienbeinprotektoren gearbeitet. Ich habe halt hier einen umgebauten Knieschoner vom Airsoft. Daran scheitert es oft schon bei bestimmten Approves. Ist mir egal. Hier ist mein Darksaber. Hier hängt es mal an der Wand. Aktuell. Ja, da kommt noch eine zweite Halterung hin, damit man beiden Waffen voneinander getrennt an die Wand hängen kann. Wird nachts dann schön beleuchtet. RGB. Und bei dem Holzschaft lasse ich mir auch noch was einfallen, dass da die Konturen noch ein bisschen echter rauskommen. Ja, der Ladeschlitten funktioniert. Das ist auch ziemlich cool. Bewegliche Teile sind immer gut. Finde ich persönlich. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Danke. Tschüss.